Frau Teacher, Sie haben vergessen, die Hausaufgaben zu kontrollieren. Nein, nein, nein! Ich habe früher die Schule besucht, wie jeder in Deutschland. Hoffe ich jedenfalls. Und da Privatunterricht zu teuer ist und ich meine Familie nicht entehren sollte, musste ich eine normale Schule besuchen. Und wie in jeder Schule gab es Klassen. Und ich war in einer Klasse. Aber YouTube Deutschland ist wirklich langweilig. Natürlich war ich nicht der einzige Schüler in der Klasse. Ich hatte Klassenkameraden. Es gibt viele Arten von Klassenkameraden. Mit manchen ist man befreundet, mit manchen redet man nur ab und zu und bei manchen weiß man nicht mal ihre Vornamen. Aber heute rede ich mal über die Klassenkameraden, die ich nicht mag. Ich war immer der ruhige Schüler. Naja, hin und wieder habe ich ein paar Witze gerissen und jeder hat gelacht. Selbstverständlich. Aber neben den Störern und Strebern der Klasse gab es auch die Einschleimer. Hi, Herr Teacher. Wie geht es Ihrem Hund? Ich habe gesehen, dass er gestern kastriert wurde. Und oh, wünschen Sie Ihrer Mutter alles Gute zum Geburtstag von mir. Woher weißt du das? Anstatt die Schleimer ihre Energie benutzen, um zu lernen, benutzen sie es für unehrliche Komplimente. Diese unangenehmen Menschen. Das Gruselige ist, es funktioniert meistens. Denn der erste Eindruck ist am wichtigsten und bleibt am meisten bestehen. Also mein Tipp für die Schulzeit: Strengt euch beim neuen Lehrer oder Lehrerin in den ersten 3 Stunden an und macht für den Rest der Zeit nichts mehr. Meistens bekommt ihr trotzdem eine gute mündliche Note. Glaub ich. Und wenn es nicht funktioniert, ich hab gesagt, glaub ich. Aber solange ich die Einschleimer ignorieren konnte, hat's mich nicht wirklich gestört. Aber die Streber, die die Lehrerin erinnert hat, dass sie Hausaufgaben auf hatten, haben mich beeinflusst. Wenn ich mal meine Hausaufgaben nicht hatte, habe ich wegen denen einen Eintrag ins Klassenbuch bekommen. Und wenn ihr mal diese Frage eurer Lehrerin stellt: Entschuldigung, bekommen wir heute keine Hausaufgaben auf? Jesus liebt dich nicht. Sonst haben mich die Streber nicht gestört. Dann gab es auch noch die Schüler, die bei der Testrückgabe rumheulen, dass sie es vermasselt haben und plötzlich doch eine 1 bekommen. Oder die, die rumprahlen vor der Rückgabe und doch eine 5 kassieren. Aber ich kann wenig gegen die sagen, denn ich war beides mal. Meiste Zeit hatte ich aber eigentlich gute Klassenkameraden. Ich habe mich eigentlich mit ihnen verstanden, konnte mit ihnen reden und war einfach ganz anders als heute. In der Grundschule gab es in meiner Klasse nur 2 Gruppen. Die Jungs und die Mädchen. Jeder hat diskriminiert. In meiner Mittelstufenklasse gab es mehrere Einzelgruppen. Die artige Mädchengruppe, die nicht so artige Mädchengruppe. Wow, Werlam, du bist ja heute kreativ. Dann gab es noch die nerdige Jungsgruppe, dazu habe ich immer gehört. Und dann die Jungsgruppe, die meistens im Unterricht nur Quatsch gemacht haben. Bis auf einzelne Personen hat die Klasse aber gut zusammengehalten. Und in der Oberstufe gab es für mich nicht mal Gruppen. Je älter man wird, desto unsozialer wurde mein Umkreis. Jetzt erzähle ich euch mal über 2 Grundschulklassenkameraden, die richtig unangenehme Menschen waren. Ich nenne den ersten Yu. Yu war so ein Schüler, der sich bei den Lehrern eingeschleimt hat. Und wenn er Kacke gebaut hat, hat er immer jemand anders die Schuld gegeben. Zum Beispiel, einmal saß ich links neben ihm und er hat mit meinen linken Nachbarn geredet. Als meine Lehrerin das bemerkt hat Yu gelogen und gesagt, dass ich mit meinen Nachbarn geredet hätte. Und immer wenn er ermahnt wurde, wenn er geredet hat, hat er gesagt, er hat aber auch geredet. Und er war völlig besessen von der BVG. Ist jetzt nicht wirklich was Negatives, aber finde ich weird. Der andere Mitschüler, über den ich reden wollte, nenne ich Stu. Weil es so klingt wie stupid. Stu war so ein richtiger Heuchler und Jammerlappen. Wenn ich mal Streit mit denen hatte, nannte er meinen Freund als besten Zeichen in der Klasse. Aber wenn er sich mit ihm gezofft hat, war ich plötzlich der Beste. Er wollte dadurch sich immer Unterstützung von anderen holen und sich damit nett reden. Stu hat dazu noch richtig oft vor den Lehrern geweint, damit die Person, mit der er Streit hatte, Ärger bekommt. Er war so ein Schüler, der nie aufgepasst hat. Außer in Sexualkunde. Als er neu in meine Klasse kam, wollte ich noch mit ihm befreundet sein. Er hat mich mal eingeladen zu ihm nach Hause, aber er hat seinen Schlüssel vergessen. Wir hatten nichts Besseres zu tun, also haben wir gewartet. Nach einer Zeit merke ich, wie etwas anfängt zu stinken. Und ich habe dann bemerkt, dass es Stu war. Er hat sich eingekackt. Haha, Loser. Irgendwann kam aber seine Mom nach Hause, ich wollte dann gehen. Seine Mutter hat mich da angesprochen und meinte, bitte erzähl es keinen, okay? Und bis jetzt habe ich es immer noch niemandem erzählt. Weil ich vertrauenswürdig bin. Oh. Jedenfalls, Stu hat sich mit keinem in der Klasse gut verstanden. Außer mit Yu. Die beiden waren die einzigen, die sich gegenseitig mochten. Es würde mich echt interessieren, was aus meinen Klassenkameraden geworden sind. Ich habe fast keinen nach der Schule mehr wirklich gesehen. Und es wurde nie ein Klassentreffen gemacht. Außer das eine Mal. Aber ich wollte nicht hingehen. Weil ich scheu bin. Und ich niemand erzählen will, dass ich ein arbeitsloser YouTuber bin.
Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like, lasst ein Abo da und folgt mir gerne auf Twitter und Instagram. Yes. Wenn alte Klassenkameraden mein YouTube zufällig gefunden haben und regelmäßig meine Videos gucken oder nur dieses. Hi. Cool, dass du mein Video guckst. Wir sollten mal ein Klassentreffen machen. Lieber nicht.